So, hallo, jetzt. Also Moped will nicht schön laufen. Problem aktuell, nimmt kein Gas an. Moped nimmt kein Gas an und Leerlauf funktioniert, aber Rauchen ohne Ende, aber ohne Gasannahme. Jetzt checken wir mal einen Vergaser. Da habe ich so einen popligen Amal-Vergaser drin. Gucken wir uns den mal an und schauen, ob das daran liegt. So, da hängt er. Soll eine schnelle Sache werden jetzt. Das Ding soll eben schnell wieder laufen und deswegen wird der Vergaser auch vollständig in die Einzelheiten zerlegt. Wir gucken jetzt erstmal, was da los ist. Wenn das schnell zu machen ist, gut. Wenn nicht, dann wird es doch eine größere Sache. Aber ist immer so, ja. Es kotzt mich schon wieder an, dass der Bock wieder nicht will. Also erstmal Mamitschkas wegmachen. Das ist jetzt ein Amal-Vergaser, das sollte ja eigentlich funktionieren. Der lief auch richtig. Normal wäre das jetzt der Augenblick, wo ich sagen würde, komm, mach jetzt wieder einen anderen rein. Weil was bei denen Vergaser richtig schlecht ist, ist diese Schwimmerkammerdichtung. Die ist aus Papier. Wenn du das Moped jetzt nicht regelmäßig bewegst, dann und der Sprit da drin weg ist in der Kammer, dann trocknet die wieder und zieht sich wieder zusammen. Und sobald du dann wieder loslegst und rumfährst, dichtet sie nicht gescheit und sifft. Das hier mit dem Stutzen ist auch ziemlich eng. Wie habe ich in den da drauf wieder gewirkt? Du leck mir am Arsch. Ich kann es nicht brauchen, Moped wegstellen, wenn es nicht funktioniert. Eigentlich müsste ich jetzt was anderes machen. So, was ist da jetzt? Bestimmt ist da wieder irgendeine Winzigkeit verstopft und deswegen will er nicht den Gruscht hier. So sieht der aus. Ja, also er macht schön auf und zu. Das ist auf jeden Fall mal gut. Kann man auch immer gucken, ob der nicht hängt da drin. Ja, wenn der nämlich drin hängt, dann hast du auch immer ein Thema. So, jetzt hat der hier solche Kreuzschlitzschrauben. Ich hole schon mal Lappen. Ich sehe jetzt schon, da läuft wieder alles daneben. Dann hat er gleich 4 von denen. Die sind noch nicht ganz offen. Okay, schauen wir mal rein. Was haben wir hier drin? Wir sehen schon so ein bisschen Dreck. Ist da schon unten drin. Das kann man schon sehen, dass da so Dreck drin ist. Ja, das sind wahrscheinlich, obwohl er hat Filter, habe ich drin. Das sind so ganz kleine Sachen, so das ist diese Papierdichtung. Die sollte man immer gleich neu machen. Da habe ich aber gerade keine da, jetzt bleibt die. Jetzt blase ich den Gruscht aus. Dann ist da doch noch Dreck vorbeigekommen, einmal an diesem Glassieb, an diesem Filter. Ich habe da hinten noch Ich habe hier noch so einen Glassiebfilter, nenne ich es mal. Da ist noch was vorbeigekommen, obwohl der gar nicht dreckig ist. Und dann hat die Simson ja nochmal einen eigenen Filter oben. Das hat scheinbar nicht gereicht. Jetzt blasen wir das aus. Der ist ja neu, eigentlich viel kann da auch nicht drin sein in dem Dinger. Ich ziehe jetzt hier hoch. Gashahn, blas hier durch. Kommt zumindest der Dreck da raus, wenn da was war. Also das ist jetzt so eine schnell 0815 Reparatur. Nur mal eben geschwind, nix 100%iges. Normal müsste ich den jetzt komplett zerlegen, jede Düse raus und reinigen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich will jetzt wissen, dass der Scheiße läuft, ob das jetzt daran lag oder eben nicht. So, der Vergaser ist jetzt wieder mal angeschraubt. Jetzt kommt das Zwischenstück, das Schnüffelstück wieder ran. Ja, die stand halt jetzt ein bisschen, obwohl die wirklich toll laufen, die Kisten mit denen Vergaser, dass die super empfindlich sind. Also man sieht ja auch, dass die total filigran sind. Und die BVF, die sind halt, ich sag's jetzt mal, gröber gefertigt. Da wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber wer halt ein Problem mit dem Vergaser hat und weiß oder denkt, das ist ein Vergaser und hat mit einem Nachbauvergaser ein Problem, der kann auch gern mal, wenn es ein BVF war, mit sowas probieren. Kann ich das da wieder reinficken hier? Da wieder Scheiße drauf. So. Gucken wir mal Sprit rein, gucken, ob das dicht wird alles. Hier immer neue Dichtung verwenden. Ist natürlich klar, ohne hast du Problem. So, jetzt will ich ihn mal starten und gucken, was da los ist. Oder auch nicht.
noch ein bisschen abgesoffen von vorher noch schmeckt. Aber er reagiert schon mal anders wie vorher. Also immer noch nicht zufriedenstellend. Also ich denke, Problem ist klar, muss man noch mal gucken. Geht mir das auf die Nerven? Es war klar. Eigentlich glaube ich, ich mache heute gar nichts mehr. Muss ich wieder ewig dran rummachen, habe ich keinen Bock eigentlich heute. Aber mich regt's auf. Ich kann eigentlich so Sachen nicht unfertig in die Garage stellen. Das geht einfach nicht. Also dann habt ihr jetzt mal einen Einblick, wie ein Amalvergaser aussieht. Und jetzt rupft man halt doch auseinander. Und dann blasen wir den nochmal genau durch. Ich gucke nochmal, ob da doch irgendwo was drin hängt. Vielleicht hängt da zwischen Schwimmerventilen noch irgendwie was. Der sauft komplett ab, der überfettet komplett. Hat ja auch keiner was dran gemacht eigentlich. Der Rest ist eigentlich in Ordnung, da kann eigentlich gar nichts sein. Jetzt checken wir mal die Situation. Also nochmal raus mit dem Ding. Jetzt holen wir die auch voll raus. Sah aus wie ein Span da drin, ist aber nicht. Also ich kann hier durchgucken, die Düse hat Luft, kann man gut durchgucken. Ein riesen Schwimmerachse hier, das ist das Ventil. Da kann halt hier auch, und da was zwischen hängt, das sieht sauber aus. Machen wir den mal auf. Da ist ein richtig schönes Loch drin. Kann man richtig schön durchgucken. Was hier war, hier ist der Choke drin. Ist so ein Gummiring. Kann natürlich auch sein, wenn der nicht richtig mehr abdichtet. Aber dadurch, dass der neu ist, dazwischen hängt auch nichts. Mal alles durchblasen. Leerlaufdüse rausdrehen. Wenn die zu ist auch nichts. Ah ja, da war schon. Also die ist jetzt deutlich besser nach Durchblasen. Aber ob es das war? Okay, jetzt tun wir mal hier da nochmal reingucken. Also viel war nicht zu sehen. Jetzt durchblasen. Drehen wir die wieder rein. Also am Verjaser wird es jetzt nicht mehr liegen. Jetzt schaue ich auch noch mal, ob ich da so eine Dichtung da habe, wenn ich schon da dran bin. Hier, da ist der Dichtungssatz.
nehme jetzt nur die Schwimmerkammerdichtung raus. Der Rest ist noch neu. Das kann nicht schon kaputt sein, eigentlich. Weiß man nie, aber bin halt ein bisschen Sparemursch, gell? Die sind halt nicht so billig wie von BVF. Die kostet richtig Geld und kriegst scheiß Qualität. Aber sie sitzt satt drin, das ist schon mal echt schön. Bei BVF, da verschiebt sie sich immer. Das ist jetzt hier mal eine positive Sache. Der ist auch okay. So. Und drehen wir es wieder rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding jetzt funktioniert, weil sonst ist das Problem irgendwo anders. So, wieder zurück. Das ist das wahre Leben. Alles andere ist gestellt. Jetzt mache ich hier wieder den daran. Ihr seid jetzt wieder zu nah dran. Jetzt sehe ich selber wieder nichts mehr. Aber so kriegt ihr das richtige Gefühl. Jo, so, jetzt Sittle. Seid ihr so nah dran, jetzt könnt ihr bestimmt auch den Sprit riechen, den ich riech. Rein mit der Schraube. Der hat hier so einen Ring. So ein Ohrring. Da muss man halt auch gucken, ob der noch drauf ist. Und was macht ihr so? Schraube ran. Schrauben drehen, Mutter drehen. Gut, jetzt lasse ich mal den Schnorchel weg. Und gucken, ob er überhaupt rennt oder ob immer noch was ist. Sprit sicherstellen. Zündung an. Gas geben. Mach ich doch das Schnüffelstück ran, weil am Vergaser kann es definitiv nimmer liegen. Ja, der tropft ordentlich. Vielleicht ist da auch Suppe unten. So, ist ein Tag später. Ich hatte einfach keinen Bock mehr gestern gehabt. Diese Scheißkiste ging mir so auf den Zeiger. Und geil, ne? Ich habe neue Schwimmerkammerdichtung reingemacht. Und das Ding ist schon wieder am Suppen hier. Das sind so, würde ich sagen, so Best Moments. Ja, egal, das ist jetzt mir wurscht. Das lass jetzt erstmal suppen. Okay, also jetzt Vergaser ist sauber. An dem kann es ja nimmer liegen. Er überfettet maßlos und der nimmt keinen Drehzahl an, also kein Gas. Und kotzt hinten Öl und alles raus, was nur so geht. So, jetzt schaue ich mal die Zündanlage an. Die ist ja eigentlich neu, sage ich mal. Richtig eingestellt ist sie auch. Da ist ein DDR-Unterbrecher dran. Der ist auch okay. Also jetzt kann natürlich sein, ne, dass er eben, wenn Sprit ist ja ganz offensichtlich da, dass eben zu schwacher Zündfunke ist, dass das eben nicht reicht, um hier das Gemisch völlig zu entzünden. Und da kommt wahrscheinlich nichts richtig rüber. Jetzt gucken wir mal, jetzt habe ich so einen Verdacht, also vielleicht ist ja dieser Nachbaukondensator mal wieder am Arsch. Das wäre jetzt mal das nächste, was ich check. Jetzt schraube ich hier das Schräublein ab. Oder Mütterlein. Mütterlein schraube ich jetzt ab. Kommen die zwei Kabel dahin.
Komm mal da auf die Seite hier. Das ist ja eine Nachbauzündanlage. Die ist okay. Die läuft eigentlich gut. Ja, das Schlimme ist, wenn dann der Kondensator. Der ist jetzt interessant. So, jetzt messen wir mal ein. Messen wir mal den. Das geht jetzt mal schnell. Dann nehmen wir jetzt hier Messinstrument. Steh. Und jetzt habe ich hier noch einen anderen. Jetzt gucken wir mal. Also normal sind die besser, die wo innen so diese dunklere die Gussform haben. Da sieht man auch keine Lunker, nix. Und die hier sind meistens Dreck, aber gucken wir mal, ob der was taugt. Messen wir den mal. Also der neue ist auf jeden Fall gut. Und da sagt der alte, den checken wir auch mal ab hier. Der sieht auch gut aus. Ist eigenartig. Und da muss man mal gucken, ist das hier fest, weil wenn die sich hier drehen, dann ist auch scheiße. Oh, das lässt sich drehen schon. Da dieses Teil hier, das sehe ich, das ist lose. Ist meistens auch kein gutes Zeichen. Wenn das lose ist, ist er meistens am Arsch. Gucken wir uns mal den Rest ein bisschen an. Kabel alle fest. Also ist der wirklich gut? Oder spinnt der gelegentlich? Also er zeigt mir auf jeden Fall Kapazität an, aber trauen tue ich dem halt auch nicht. Ja, vielleicht spinnt er auch manchmal. Wie gut hockt denn der da drin? Ah, der hockt schon richtig gut da drin. Und den haben sie gut da reingemacht. Ich denke, ja, jetzt zeigt er nämlich wieder Scheiße an. Also ich denke, dass da irgendwas nicht passt. Und zwar, wenn man das hier verdreht vielleicht, dass da irgendwas nicht funktioniert. Doch, der geht auch. Aber irgendwas stimmt da nicht. Jetzt schrauben wir den nochmal raus, die A-Lag hier. Nass? Ah, da ist ja nass. Ist das der Welldichtring oder was? Dass der auch hier ist. Das wäre eigentlich so ein ganz klares Indiz. Na, was schmeckt denn das? Naja, das muss. Das ist aber ein neuer Ring. Ein guter. Das kann nicht sein, dass der schon hier ist. Der ist neu und gut. Und der sitzt auch richtig ordentlich drin. Das muss was woanders herkommen. Ist das von da oben runter? Aber da gibt es eigentlich keine. Ist das von der Zündanlage irgendwo hier an der entlang laufen? Vom Schmierfilz runter? Machen wir mal kurz eine Grundreinigung. Dann wird er aber auch Falschluft ziehen, da wird er nicht so überfetten. Das ist irgendwo. Oder es war innen so viel von der Suppe, dass das da irgendwie rausdruckt hat. Also das glaube ich jetzt eher weniger, dass es da wirklich nur mal beobachten. Also auf jeden Fall diese Kondensatorgeschichte, die gefällt mir nicht. Das ist also auch schon mal ganz klare Sache. Und ich denke, der muss da raus. Ich überlege gerade, wie kann man das anstellen. So, gucken wir mal, ist der denn hier jetzt? Ist der hier oder ist der noch gut? Wie sieht denn der da aus hier? Die Scheiße hier. So, jetzt kann man natürlich sich hier so einen externen Kondensator kaufen. Der kostet 30 Euronen. Finde ich eigentlich schon relativ teuer für so ein komisches Ding.
Also dann müssen wir uns mal was einfallen lassen. Ich brauche eine sichere Lösung und will auch keinen 30 Euro jetzt zahlen. Also die will ich aber auch nicht schrotten, weil ich will die irgendwie heilen lassen. Und da muss mir gerade was einfallen lassen. Also pushen muss man auch können. Also das ist nicht immer einfach nur so, dass man, wer pusht, gell, da brauchst du einmal die Idee überhaupt und dann musst du es noch gescheit umsetzen, dass es funktioniert. Also pushen ist ja nicht immer nur gleich pushen, gell? Push-Aktion hier. Das ist Push vom Feinsten, weil ich hätte jetzt noch eine andere Idee, aber habe jetzt gerade das verliehen. Wieder kein gescheites Werkzeug, kein Material da. So, das ist jetzt Push vom Feinsten, aber das muss ja nur wirken. Jetzt probieren wir mal, ob das funktioniert, was ich da gemacht habe. Also, das passt jetzt zum Produkt, denke ich. Das ist jetzt meine Prototyp-Version. Kommt wieder da rein. Die Zündanlage auf Markierung stellen, die ich mir gemacht habe. Bisschen Reiniger da unten dran. Die sitzt drin und hier unten, ich zeig's gerade mal. Also hier ist jetzt der Kondensator. Jetzt gucken wir mal, ob alles passt. Da hat er noch Luft da unten drin. Sehr nice. Kommt Polrädchen wieder drauf. Gucken wir mal, ob Funke da ist. Der ein besserer Funke da ist, würde mich interessieren. Oder ob gar keiner da ist. Irgendwas muss ja passieren. Also Funke ist da. Also ich denke mal, der Kondensator, der ist also wirklich auch spannungsstabil, ziemlich gut. Ich kann nur nicht sagen, wie temperaturfest der ist, aber ich denke mal, dass der besser ist oder nicht schlechter ist wie der vorher oder was der DDR-Dinger angeht. So, jetzt machen wir einen Funke-Check. Da habe ich so einen Adapter, dass ich sehe, was da geht. Also der leuchtet. Funke ist da. Moped springt aber nicht an. Vielleicht ist Zündung jetzt verstellt. Also Kerze ist nass. Ja, blitzt auch. Also minimal, also das heißt Kondensator funktioniert. Zündung funktioniert. Entweder ist sie jetzt falsch positioniert. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt nochmal gestern die Zündung nochmal überprüft, also eingestellt mit Uhr, nochmal geprüft, ob alles passt. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob sie verstellt war oder nicht, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Und ja, mit dem Vergaser muss ich mich nochmal drum kümmern, dass der hier immer undicht ist. Obwohl er neue Dichtung hat, ist er schon wieder ganz wieder undicht hier. Mal schauen. Vielleicht muss ich da die Schwimmerkammer noch mal gucken, ob die wirklich plan ist. Ist aber ein Neuteil.
Also Müll, aber egal, der müsste jetzt starten. Jetzt habe ich gedacht, der war ja am Simmering ziemlich ölig gewesen. Aus dem Auspuff, da kam ja auch was Hübsches raus. Und das bedeutet, weil das ganz klar nach Zweitakt gerochen hat, dass das hier irgendwie dass es nicht richtig verbrannt worden ist, ja. Und dadurch Aussetzer, durch diese Verbrennungsaussetzer hat sich das Ganze irgendwie gesammelt. Vermutlich Kondensator deswegen, dass der zeitweise eben nicht richtig gearbeitet hat und dann der Zündfunke zu schwach war und das Ganze nicht richtig verbrannt ist und dann das Ölgesülze sich da im Auspuff gesammelt hat. Ja, muss mal gucken. Jetzt habe ich nichtsdestotrotz mal Getriebeöl abgelassen, um zu sehen, ob das nicht von der Seite her auch vielleicht sogar eingezogen ist, obwohl das neu ist. Aber ich erinnere mich eben, dass hier mal der Vorbesitzer, der hat da mal so komische Kerbschläge gemacht bei dem alten Simmering. Wahrscheinlich war da irgendwie nicht richtig drin und ich weiß nicht, ob das Gehäuse einen weg hatte, aber der neue Simmering, der hebt richtig sauber drin. Deswegen eigentlich glaube nicht, dass es daran liegt. Jetzt gucken wir mal. Ich habe es über Nacht abgelassen. Also über Nacht habe ich jetzt mal die Suppe rausgelassen. Ist ja eigentlich gemachter Motor, ne? So, was ist hier? Das ist die Ölablassschraube. Ganz dezent kann man sehen, ein bisschen Abrieb ist dran. Das ist okay, das ist normal. Getriebe ist ja auch viele Teile neu, auch der Kupplungskorb, dass da ein bisschen Abrieb kommt. Das ist ja nur minimal, das macht nichts, das ist okay. Jetzt mal gucken, was riecht denn das Spaß hier? Ist das auch noch Getriebeöl da drin? Also riecht ganz stark nach Getriebeöl. Ist auch noch relativ klar. Also ganz klar, das ist Getriebeöl. Da ist nichts anderes drin. Füllmenge, da sind jetzt 500 raus. Ja, ganz knapp unter 500. Aber der ist ja auch gerade, da ist immer noch irgendwo, hängt da noch was drin. Drehen wir den wieder rein, die Schraube. Nicht zu fest, damit das Alugewinde nicht kaputt geht. Deswegen immer Drehmoment. Schütten wir das Öl wieder rein. Neue Zündkerze habe ich gestern noch reingedreht. Das hat auch von der Kontrollmarkierung gepasst, eine Kontrollschraube. Also der Ring wird mit Sicherheit gut sein. Ich denke, beim anderen war es jetzt das Kurbelgehäuse war so geflutet mit diesem Zweitaktöl und durch diese Verbrennungsaussetzer das Öl da rausdrückt hat von innen. Aber der Simmering schien mir noch in Ordnung zu sein. Hätte auch andere Symptome normalerweise, wenn der auf der anderen Seite defekt ist. Öl ist wieder drin. Dann mache ich jetzt mal einen Startversuch. Und ob er immer noch Probleme hat. Hier sehe ich, ob Funke da ist. Funke ist auf jeden Fall da. Also will nicht. Schauen wir mal, ob Sprit ankommt an der Kerze. Ja, Kerze ist feucht. Also ist feucht. Nicht nass, aber feucht. Holen wir uns nochmal die Bestätigung. Ja, also Funke ist eindeutig. Okay, jetzt gucken wir mal, was die Kerze sagt. Hier tropft er übrigens noch. Jetzt müsste die ja vielleicht verölt sein.
Also ist ziemlich übel nass. Ziemlich abgesoffen sieht so aus, ne? Hat die schon übel hergerichtet. Neue Zündkerze. Richtig eigentlich abgesoffen. Das heißt, da drin ist noch richtig Zeug. Jetzt blase ich den durch. Jetzt probiere ich es noch einmal in der Hoffnung, dass das Kurbelgehäuse jetzt leer ist. Ich habe durchgeblasen, also durch hinterm Auspuff ist auch rausgekommen Luft. Das heißt, da muss schon was gegangen sein. Jetzt lasse ich nochmal ein bisschen Sprit runter. Der will dann auch nicht, guck. Jetzt als nächstes checke ich nochmal den Joke. So, also ein bisschen war es besser mit der Gasabnahme, aber noch nicht okay. Jetzt war wieder Wellendichtring außen feucht, obwohl er neu ist. Obwohl er neu ist, war er immer noch oder wieder nass. Jetzt habe ich es mal rausgemacht, da kam richtiger Schwall raus, richtig unverbranntes Kraftstoffgemisch hier. Man sieht es richtig und es kam richtig ordentlich rausgelaufen. Jetzt mache ich einen neuen Wellendichtring rein, reinige das. Ich denke mal, das Kurbelgehäuse richtig voll ist mit dem Zeug und dass der deswegen einfach nicht wollte. Das Gemisch immer nur halbwegs verbrannt ist. Erstmal reinigen, das Zeug hier weg und dann kommt ein neuer rein. So, der alte, der war eigentlich ja noch eigentlich neu. Ja. So viel Aufwand wahrscheinlich nur wegen dem Kondensator. Ich könnte kotzen. Ja, klar, bei einer Wabe hättest du das Problem nicht. Aber wenn du einen gescheiten Kondensator hättest, hättest du das Problem eben auch nicht. Und mit dem neuen, den ich da reingefriemelt habe, funktioniert es auf jeden Fall. Also der Motor ist ja neu gemacht. Deswegen hat mich das jetzt gewundert mit dem Wellendichtring. Aber wenn da Suppe rauskommt, dann kommt bestimmt auch Luft rein. So, den habe ich schon schön eingeschmotzt, den Ring. Und jetzt kommt der da rein. So mal grob mal da drin sitzt. Und dann kloppen wir den mal da rein. Schön gleichmäßig. So, jetzt schauen wir nochmal, ob es jetzt will oder nicht. Also. Und was mir dann noch aufgefallen ist, dass ich jetzt nämlich glaube, dass das Problem gar nicht hier, dass das gar nicht, also nicht nur, aber dass der Unterbrecher hier auch mit beiträgt, den werde ich auch nochmal tauschen, obwohl das nagelneuer ist. Das ist ein nagelneuer Unterbrecher, ein Original DDR. Ne? Und der scheint irgendwie einen wegzuhaben. Und ich zeige das jetzt auch mal. Das hat sonst keinen Wert. Ich vermute, dass es der ist. Das sind so diese gemeinen Fehler. Da mache ich jetzt schon eine Weile an dem Scheiß dran rum. Und da ist es nur das Ding. Also das heißt, damit will ich sagen, original und neu heißt nicht immer gut. Gell? Also das ist jetzt hier vielleicht sogar der Beweis. Den habe ich gar nicht mehr so ins Auge gefasst, weil er ja neu ist. Das ist jetzt der alte neue, sage ich mal. Guck mal, der kann hier so antippen. Der
Der hat ja gar keinen Widerstand. Null Widerstand, das Ding. Null Widerstand. Und das der neueste, sieht man, ja, der hat gar keinen Abbrand drin. Nagelneu und am Arsch. Ja. So, jetzt habe ich hier einen anderen schönen. Den machen wir jetzt da rein. Den machen wir rein da jetzt. Dann war das mit Sicherheit die Ursache. Ich könnte kotzen. Hier live dabei wieder, ne? Live dabei. So, für den Unterbrecher, dann nehmt ihr am besten sowas. Das ist ein spezielles Öl, Unterbrecheröl. Das hält ja Jahre. Das tut ihr halt auf den Schmierfilz drauf. Hier ein bisschen ins Gelenk rein. Und das hält euch dann 100 Jahre, so wie das Zeug ist. Da reicht ein Tropfen oder 2. Das ist ein ganz zähflüssiges Öl, eher so wie Honig. Und das ist halt besonders, weil mit normalem Öl, das würde euch wegschleudern oder zwischen die Kontakte gelangen und dann hättet ihr wieder Probleme. Also alle Artikel, die geil sind, die findet ihr immer bei mir unten in der Videobeschreibung mit direkten Link. Nehmen wir nochmal die Uhr mit dazu und jetzt checken wir, wie wir da stehen. Nochmal jucken. Gerade war der Ton weg. Schauen wir mal, ob er die Drehzahl annimmt jetzt. Und let's check. Sprit ist auch noch gut. Also, hört sich gut an. Also, nimmt das Gas wieder schön an. Sehr nice. Man sieht oder man hat es gehört, sie läuft wieder. Jetzt gibt es noch die Feinabstimmung am Vergaser noch. Den muss ich aber sowieso noch mal auseinander machen, weil der seucht. Und da habe ich jetzt eine besondere neue Dichtung für, die hoffentlich diesmal nicht seucht. Und das gucken wir uns nochmal an. Dann im separaten Video. Und ja, also das Problem war jetzt also mitunter der Kondensator, der teilweise wohl gesponnen hat, da bin ich von überzeugt, weil gemessen hat er manchmal, dass er tot war und manchmal hat er eben auch keinen Funke gehabt. Also ich denke, dass der Nachbaukondensator einen Leck hatte, mit Sicherheit. Und aber das eigentliche Problem war jetzt nicht der Kondensator, denke ich, sondern der Unterbrecher. Der Originalunterbrecher, das war der Bösewicht. So, Moped stinkt, Moped macht Krach. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder schaut auf die Playlist. Wir sehen uns. Ciao.